Heute mal back to the roots, also zurück zu den Anfängen. Es soll um Texturen und Hintergründe gehen und das ist das erste Video in einer kleinen Reihe, die ich vorhabe. Ich grundiere mein Aquarellpapier zunächst mit etwas glänzendem Binder und das muss erst einmal gründlich trocknen. Das ist die Grundlage für fast alle Arbeiten auf Papier. Alles ist trocken und hier komme ich mit einem Malerkreppband. Das ist jetzt ein ganz günstiges Kreppband, Malerkrepp aus dem 1-Euro-Shop. Das zerteile ich in Stücke und klebe einige von diesen Stücken in unterschiedlichen Breiten auch auf mein Papier. Das sieht man jetzt nicht besonders gut, weil es weiß auf weiß ist. Gleich nach dem ersten Farbauftrag werdet ihr es besser erkennen können. Ihr könntet diese Streifen auch als lange Streifen aufkleben, nicht als Stücke und vielleicht auch als ein Gittermuster. Da ist eurer Fantasie freier Raum gegeben. Wichtig ist, dass alles gut klebt. Und nun kommt die erste Schicht und ich nehme ein transparentes Sienna gebrannt. Ich versuche die Farbe nicht ganz so viel mit Wasser zu verdünnen, denn je dünner sie ist, desto mehr läuft sie unter das Maskierband und es ist ein günstiges Maskierband, das heißt, es schließt nicht so dicht ab. Wenn man das vermeiden will, wie gesagt, dann verdünnt man die Farbe besser mit Acrylbinder, dann läuft die Farbe nicht so unter die Ränder des Bandes. Hier nehme ich das einfach in Kauf, weil es eine etwas weichere malerische Version ergibt. Die erste Schicht trage ich recht dünn auf. Ich arbeite in diesem Fall mit transparenten Farben oder mit verdünnten Farben und ich arbeite vom Hell zum Dunkel. Nach dem Trocknen wiederhole ich einfach diesen Vorgang. Ich reiße mir wieder Stücke aus und klebe sie auf, teilweise überlappend zu den anderen Stücken, teilweise auch über den Rand hinausgehend. Und das ist eigentlich der ganze Prozess, den ich immer wieder mit weiteren Farbaufträgen abwechsle. Hier arbeite ich zunächst mehrmals mit der gleichen Farbe, also jetzt wieder mit einem Sienna gebrannt. So kann man auch monochrome Hintergründe erstellen. Im späteren Verlauf werde ich aber eine weitere Farbe hinzufügen. Das werdet ihr gleich sehen. Hier tropfe ich noch ein bisschen Wasser auf, um einen zusätzlichen Effekt zu erzeugen. Ich lasse das Ganze etwas trocknen, so lange, bis nur noch die Wassertropfen feucht sind, die andere Farbe aber schon getrocknet. Ich tupfe mit einem Papiertuch die Wassertropfen ab und habe eine zusätzliche Sprenkelstruktur. Die wird aber im späteren nicht mehr so stark zu sehen sein. Das Ganze ist trocken und ich habe jetzt hier vergessen, erst einmal wieder die Bänder, die Kreppbänder aufzukleben, also wische ich es nochmal weg, trockne es nochmal, dann kommen erst wieder ein paar Stücke Malerkrepp
und erst dann der neue Farbauftrag. Ihr seht, je häufiger ich das mit der transparenten Farbe mache, desto dunkler wird der Gesamteindruck. Hier mein Zwischenergebnis mit den aufgeklebten und überpinselten Kreppstücken. Nun versuche ich, einige von den Klebebändern wieder abzuziehen. Das mache ich ganz vorsichtig. Und wenn ihr so ein bisschen seht, hier kann man erkennen, dass die zuerst geklebt wurden, unten darunter weiß sind oder eine sehr helle Farbe haben, und die zum Schluss aufgeklebt wurden, die sind etwas dunkler getönt. So könnte ich jetzt eigentlich alle abmachen und hätte einen monochromen Hintergrund, aber wie gesagt, ich werde noch eine zweite Farbe auftragen. Doch zunächst werde ich einzelne von den Stücken einfach abreißen. Als zweite Farbe nehme ich ein Phthalo-Blau, welches auch sehr transparent ist. Ich verdünne es wieder etwas. Wie gesagt, wenn ihr nicht wollt, dass es unter die Ränder läuft, besser mit Acrylbinder statt mit Wasser verdünnen. Und dort, wo die hellen Stellen jetzt sind, da tritt das Blau zutage, und an den anderen Stellen mischt sich das Blau mit dem Sienna gebrannt in eine etwas stumpfere braungraue Farbe. Da, wo es etwas zu dunkel ist, kann ich es auch wieder etwas wegtupfen. Dabei entstehen auch andere schöne Texturen, Wischtexturen. Ich sprenkle noch etwas Wasser auf. Wie gesagt, noch einmal kurz warten. Man kann es auch vorsichtig anföhnen, dann wieder abtupfen. Und da sieht man das Sienna gebrannt in Tropfenform. Mein Zwischenergebnis: Es sind immer noch einige von den Klebebandstreifen aufgeklebt. Auch diese werde ich jetzt entfernen und damit das Sienna nochmal herausbringen.
Einige der Formen, die sehr hell sind, die werde ich jetzt noch mal ein bisschen nachtönen und mal schauen. Da werde ich noch was heller machen, mal wegwischen. Aber es sind immer noch einzelne aufgeklebte Teile, die noch zu entfernen wären. Den Rand kann ich schon mal entfernen, bin aber noch nicht ganz fertig. An der Stelle klebt das Klebeband quer darüber, sodass ich es einfach noch mal so ein bisschen aufritze. Ich könnte es auch einfach abreißen, aber ich will mich noch entscheiden, ob ich es kleben lasse oder wegreiße. So, das ist mein Zwischenergebnis. Ich finde es auch ganz interessant mit den dunklen Teilen in der Mitte. Also mit den übermalten Klebebandstücken. Letzten Endes werde ich mich aber entscheiden, diese auch noch zu entfernen. Und das mache ich jetzt im nächsten Schritt. Hier also mein Ergebnis. Es ist fast schon mehr als ein Hintergrund, ein sehr lebendiger Hintergrund. Man kann das partiell in großen Bildern anwenden oder ebenso auch als Kunstwerk für sich stehend. Man kann die Form der Ausrisse verändern. Es gibt so viele Variationen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.